Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Nach 10 Jahren haben wir immer noch im Schnitt 100 Euro dabei. Da hat sich nicht viel geändert. Wir finden immer noch, dass Bargeld unsere Privatsphäre besser schützt. Fast 70% von uns finden es wichtig, Bargeld auch weiterhin nutzen zu dürfen. Doch auch wenn Bargeld unser häufigstes Zahlungsmittel im Alltag ist, der Großteil der Transaktionen findet bargeldlos statt. Ob über Lastschrift, Kartenzahlung, Überweisung, Apple Pay, Google Pay, Online-Zahlungssysteme wie PayPal. 2021 haben wir allein in Deutschland bargeldlos 65 Billionen Euro umgesetzt. Das ist eine 65 und 12 Nullen dahinter. Die EU-Staaten verzeichneten im gleichen Jahr über 140 Milliarden Transaktionen, Tendenz steigend. Makrotrends wie Kryptowährungen, digitale Geldbörsen, sogenannte Wallets oder grenzüberschreitende Zahlungen, sogenannte Cross-Border Payments, beflügeln die Digitalisierung. Nicht zu vergessen die ganzen super Lifestyle-Apps wie zum Beispiel WeChat aus Asien, wo du im Grunde dein ganzes Leben mit der App bezahlst. Dein Essen, deine Stromrechnungen, dein Taxi, dein Kinoticket. Das alles pusht den Wechsel von Bargeld auf digitales Geld. Weltweit werden bargeldlose Transaktionen bis 2025 um 80% gegenüber 2020 steigen, 2030 um weitere 61%. Asien prescht voran, Europa und Amerika folgen verzögert. Die Öffentlichkeit wird aufmerksam, Stimmen werden laut, viel wird gemunkelt. Die Rede ist von einem finanziellen Reset, der Digitalisierung unseres Geldes. Digitaler Euro, Rubel, digitaler Pfund. Können wir die Kontrolle über unser Geld verlieren? Es ist die Rede von CBDC, Central Bank Digital Currency, digitales Zentralbankengeld. 114 Länder, die über 95% des globalen Bruttoinlandsprodukts repräsentieren, erforschen CBDCs. Jedes zweite Land davon befindet sich in einer fortgeschrittenen Phase. In 11 Ländern wie Jamaika oder den Bahamas sind CBDCs bereits live. 19 der G20-Staaten führen bereits Pilotprojekte durch. 2023 werden große Länder wie Australien, Indien oder Russland weitere bedeutende Testläufe durchführen. Selbst die EZB überlegt, mit einem digitalen Euro unser Bargeldsystem zu ergänzen. Die EU-Kommission plant 2023 eine entsprechende Verordnung, wo es um die Euro-Einführung geht. Im Herbst 2023 könnte eine Entscheidung fallen. Doch geht es noch um die Entscheidung, ob CBDC? Geht es nicht mehr um das Wann und Wie? Dabei ist digitales Geld nichts mehr Neues. Was macht CBDC so revolutionär? Kommt es zur Wallet-Pflicht? Bekommen wir eine digitale ID? Digitales Geld ist nicht gleich digitales Geld. Lass uns gemeinsam 5 Mythen aufdecken. Mythos 1. CBDC ist doch wie unser heutiges digitales Geld. Stimmt nicht. Das digitale Geld, was auf unseren Konten für Überweisungen und Co. bereit liegt, das nennen wir Chiralgeld. Chiralgeld ist kein echtes Geld im Sinne eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Chiralgeld ist nur das Geld, was die Geschäftsbanken an uns ausstellen. Wäre deine Bank morgen insolvent, verpufft dein Geld. Wir unterliegen einem Ausfallrisiko. Davon wird das Geld unterschieden, was die EZB direkt auf Papierscheine druckt oder Geschäftsbanken bei ihr als Einlagen haben. Unser Bargeld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Wir nennen es auch Fiat-Geld. Fiat-Geld erhält seinen Wert durch die Zusicherung der Regierung und der Behörden. CBDC ist demnach nicht wie unser heutiges Chiralgeld. Vielmehr wäre es eine Art dritte Form von Zentralbankengeld, neben Bargeld und Bankeinlagen. Wie Bargeld würde es direkt von der Zentralbank in Umlauf gebracht werden. Mythos 2. Okay, dann ist CBDC ja genauso wie Bargeld, oder? Nicht ganz. Anders als Bargeld ist der regulatorische Status offen, ob die jeweilige Regierung ihr CBDC zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Digitales Zentralbankengeld kann, muss aber nicht gesetzliches Zahlungsmittel werden. Mythos 3. CBDC ist wie eine Kryptowährung. Schön wär's, aber leider nein. CBDC emittiert eine Zentralbank. Eine offizielle Institution. Hinter vielen Kryptowährungen stehen dagegen privat geführte Unternehmen oder unabhängige Gemeinschaften. Hinter Bitcoin steht nicht mal irgendein Unternehmen. Solange die EZB Bitcoin nicht offiziell akzeptiert, ist kein Händler verpflichtet, Bitcoin als Währung zu akzeptieren.
Kryptowährungen verwenden als technische Grundlage die Distributed Ledger Technologie, kurz DLT. Dazu zählt auch die Blockchain-Technologie. Bitcoin liegt einer Blockchain zugrunde. Ein CBDC kann, muss aber nicht als technologische Grundlage diese DLT verwenden. CBDC-Konten könnten entweder weiterhin über klassisch zentrale Datenbanken verwaltet werden oder sie setzen wie Bitcoin eine eigene dezentral organisierte Blockchain ein. Großer Unterschied aber, die Blockchain wird zentral verwaltet, also steht unter voller Kontrolle der Zentralbank. Dazu 3 Beispiele. Beispiel 1. Hier in der CBDC-Weltkarte siehst du, dass 8 karibische Inseln wie Antigua, Barbados oder die Dominikanische Republik bereits CBDCs unter dem Projekt Dcash eingeführt haben. Die Ostkaribische Zentralbank nutzt als Basistechnologie DLT. Davon zu unterscheiden ist das Zentralbankengeld auf der Nachbarinsel Jamaika, das seit Juni 2022 live ist. Jamaikas JAMDEX wurde von Jamaikas Zentralbank als erstes CBDC zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt. JAMDEX ist nicht Blockchain-basiert, die Technologie bleibt konventionell. Beispiel 2. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate arbeiten seit 2019 am CBDC Cross-Border-Projekt AVA. Die Basis sollen dezentrale Netzwerke bilden, DLT also. Getestet wird in der aktuellen Phase über Hyperledger Fabric. Diese private Blockchain steht unter dem Dach der Linux Foundation, wo unter anderem Unternehmen wie IBM dahinter stehen. Weitere private Blockchain-Netzwerke wie R3 Corda und Quorum von ehemals JP Morgan, jetzt Consensus, werden dabei ebenfalls getestet. R3 nochmal ganz kurz, das ist ein Verbund aus über 300 Banken wie Goldman Sachs oder Barclays. Das Corda-Netzwerk von R3 hat 2020 XDC als ersten Token auf dem Corda-Netzwerk eingeführt. XDC ist kompatibel mit den neuen Standards nach ISO 20022. Mehr dazu findest du in meinem XDC-Video. Du merkst, hier entstehen indirekte Beziehungen zu den Kryptowährungen. Beispiel 3. Palau ist ein kleiner Inselstaat mit über 500 kleinen Inseln mitten im Pazifik. Das Unternehmen Ripple, was Lösungen über den XRP-Ledger DLT anbietet, entwickelt gerade mit Palau einen Coin auf Basis der Ripple-Technologie. Der XRP-Ledger mit der bekannten Kryptowährung XRP ist anders als R3 Corda, Quorum oder Hyperledger Fabric ein öffentliches, dezentrales Netzwerk. Zurück zu unseren 5 Mythen. Kryptowährungen unterliegen sehr, sehr starken Marktschwankungen, viel mehr als wir das von unserem Euro so kennen. Aber wenn es nur um die Marktschwankungen geht, warum CBDCs und keine Stablecoins? Mythos 4. CBDCs sind wie Stablecoins? Stimmt nicht ganz. Stablecoins sind preisstabile Kryptowährungen, die eng an einen Vermögenswert gekoppelt sind. Das kann eine nationale Währung sein, wie der US-Dollar, muss es aber nicht. Das unterscheidet Stablecoins von CBDCs. Es gibt Stablecoins, die sogar an andere Vermögenswerte wie Kryptowährungen gekoppelt sind. Es gibt sogar Stablecoins ohne Kopplung an irgendeinen Vermögenswert. Außerdem werden Stablecoins anders als CBDCs durch private Unternehmen herausgegeben. Der Käufer trägt dabei das Emittentenrisiko, sprich, dass dieses Unternehmen ausfällt. Denk an die aktuellen Stablecoin-Probleme mit BUSD und USDC. Bei CBDCs hingegen hat die Zentralbank als offizielle Institution wiederum die volle Kontrolle über die Ausgabe. Mehr zu Stablecoins findest du im Video zu Was sind Kryptowährungen? Mythos 5. Alle CBDCs sind gleich. Stimmt nicht. Denn erstens, allein ob Blockchain oder konventionelle Basistechnologie führt schon zu großen Unterschieden. Zweitens, können CBDCs je nach Modell anonym, teils anonym oder völlig transparent entwickelt werden. Und drittens wird zwischen Wholesale und Retail CBDC entschieden. Wholesale CBDCs werden nur für Transaktionen zwischen Geschäftsbanken bzw. Geschäftsbanken zu der Zentralbank eingesetzt, bei sowas wie Wertpapierabwicklungen oder Währungstransaktionen. Und jetzt kommt's. Diese Wholesales gibt's ja schon, aber Panetta von der EZB sagte selbst 2022, dass sie ihre Wholesale-Systeme modernisieren müssen. Denkt dabei an ISO 20022 Standard.
Bis 2025 soll ein Großteil des internationalen Zahlungsverkehrs auf ISO 20022 umgestellt werden. Könnte das damit was zu tun haben? Mehr zu ISO 20022 findest du in meinem Video, der Link ist unten angepinnt. Um modern zu bleiben, gibt es für Wholesale in der EU zwei Optionen. Entweder Option 1 durch eine neue Verbindung zwischen der alten Datenbank zu den Blockchains, die es auf dem Markt schon gibt. Somit könnten die Zentralbanken für Zahlungsabwicklungen zwischenzeitlich auf Blockchains zugreifen, zack, modernisiert. Oder Option 2, Wholesale verändert sich gleich richtig. Weg mit dem alten Zeugs, ab jetzt muss alles inklusive digitales Geld über Blockchain laufen. Das zum Thema Wholesale. Die zweite Form ist Retail CBDC. Retail CBDC ist neu. Es wäre das neue digitale Geld. Der digitale Euro wäre zum Beispiel auch für uns Bürger. Die Konsequenzen für die Finanzpolitik und die Gesetzgeber sind viel weitreichender. Weil das alles nicht so leicht ist, nochmal zwei Beispiele. Beispiel 1. China testet gerade eine digitale Version des chinesischen Yuan, auch der digitale Renminbi genannt. Und zwar an knapp 260 Millionen Menschen. Also ein Retail CBDC Pilotprojekt. Als Basistechnologie wird beides, konventionelle Datenstruktur und DLT, also dezentrale Datenstruktur, getestet. Der E-Yuan wird von der Zentralbank der People's Bank of China ausgestellt. Die passende digitale Yuan-App wurde 2022 veröffentlicht. Nutzer können sich über die App verschiedene Wallets anlegen. Anders als beim Dcash-Projekt der karibischen Inseln, wo Nutzer direkt mit Einlagenkonten der Zentralbank hantieren können, bezieht China ausgewählte Zwischenbanken ein, die Wallets für die Kunden verwalten. In über 90% der Fälle greifen die Chinesen beim Mobile Banking über QR-Codes auf WeChat von Tencent oder Alipay der Alibaba Group zurück. WeChat hat mehr als 1,3 Milliarden Nutzer weltweit. In China allein leben 1,4 Milliarden Menschen. WeChat integrierte im März 2023 den digitalen Yuan als zusätzliche Zahlungsmethode neben WeChat Pay in seine App, was dem digitalen Yuan einen massiven Akzeptanzboost geben wird. Im Dezember zuvor hatte bereits Alipay eine Integration des Akzeptanznetzwerks verkündet. Beispiel 2. Die Bank of England befindet sich anders als China noch mitten in der Entwicklungsphase. Nach wie vor kommen verschiedene CBDC-Modelle für Wholesale und Retail CBDC in Frage. Im Moment liebäugelt die Zentralbank mit folgendem Modell. Eine Zahlung zwischen zwei Nutzern wird über den Core Ledger der Zentralbank verarbeitet und abgewickelt. Am ehesten bevorzugt die Regierung für diesen Core Ledger eine dezentrale Datenbank, sprich DLT, den sie jedoch zentral verwaltet. Sogenannte Payment Interface Provider, die PIPs, initiieren die Transaktionen der Bürger dabei nur. Weitere externe Dienstleister, die eSIPs, könnten dabei die Wallets anbieten und den Zugang zum digitalen Pfund über den Core Ledger herstellen. Die Nutzer interagieren dabei mit den dazwischen geschalteten Dienstleistern, wie mit klassischen Geschäftsbanken auch, die dabei personenbezogene Daten sammeln. Damit wäre der digitale Pfund nicht anonym. Schnelle, kryptografisch verschlüsselte und sekundenschnelle Geldsummen auf die andere Seite der Welt teleportieren. Was Kryptowährungen Tag für Tag demonstrieren, hat die Banken aufmerksam gemacht. Das machen wir jetzt auch. Doch wie gut sind CBDCs für uns? Die Zukunft gestalten oder kontrollieren? Was meinst du? Ich habe für dich 5 Argumente mit Vor- und Nachteilen gesammelt. Here we go. Wirklich. Ich verstehe es, wenn Banken gegen illegale Geschäfte vorgehen müssen. Und es ist anständig, wegen des Missbrauchs Geldflüsse zu überwachen. Und ich traue manchen Zentralbanken zu, dass sie die Kontrolle nicht missbrauchen werden, um kleine Privatgeschäfte gleich mit zu überwachen. Um uns zu schützen, könnte unsere Regierung die Basistechnologie der CBDCs zweckbezogen programmieren. Ob wir die Kontrolle über dieses kodierte Geld haben, liegt nicht an dem Geld selbst. Es liegt daran, wie die Regierung das Geld programmiert. Und das macht der Staat mal liberaler, mal autoritärer.
Gerade in autoritären Nationen wie China sind CBDCs populär, um Bürger und Unternehmen besser zu kontrollieren. Edward Snowden schrieb in seinem Blog von CBDC als dem bösen Zwilling einer Kryptowährung. Das digitale Yuan-Wallet kann über die WeChat-App nur nach erfolgreicher Autorisierung verwendet werden. WeChat gibt im Grunde alle Daten über die App an die chinesischen Behörden weiter. Das scheint sogar Teil der Datenschutzverordnung zu sein. Was uns erschreckt, ist allerdings für die Menschen dort normal. Andere Länder, andere Sitten. Wie wir es auch drehen und wenden, am Ende ist digitales Geld kein Bargeld. Digitales Geld ist rückverfolgbar, Bargeld nicht. Wie die EZB-Chefin Lagarde selbst sagte, wir streben danach, hohe Standards zu erfüllen, aber volle Anonymität, wie sie Bargeld bietet, ist keine gangbare Option. Je besser die Technik, desto mehr können wir mit dem digitalen Geld programmieren. Befürworter finden das gut, weil durch das Tuning viele Zahlungen automatisiert werden können. Dazu ein Szenario. Ich bestelle mir ein T-Shirt über Amazon, lasse es mir liefern und erst dann, wenn die Lieferung eingetroffen ist, wird automatisch eine Zahlung ausgelöst. Keine Vorkasse oder Abwicklung über einen zusätzlichen Zahlungsanbieter. Wäre mir das T-Shirt zu groß, müsste ich es zurückschicken, es gäbe weniger Stress, mein Geld wieder einzufordern, Rückbuchungen werden viel leichter. Doch das wäre erst der Anfang. Eine Zentralbank könnte dem digitalen Geld Belohnungsprogramme hinzufügen. Dazu ein zweites Szenario. Ich bekomme automatisch Rabatt, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze. Eine extra Belohnung, wenn ich mit dem Auto nicht zu schnell fahre. Ach ja, extra Bonus, weil ich diesen Monat keine Fehltage auf der Arbeit hatte. Auch hier. Wie stark Belohnungs- oder Bestrafungsprogramme in ein digitales Geld hineinprogrammiert werden, hängt davon ab, wie die Regierung tickt. Das Geld macht nur das, was es soll. Das Geld könnte in Zukunft sogar mit Maschinen kommunizieren. Ich fahre mit meinem Auto zur Tanke und mein Wallet zahlt direkt die 50 digitalen Euro. Mein Kühlschrank bestellt und bezahlt automatisch, wenn die Milch ausgeht. Die EZB könnte mir per Knopfdruck meine Steuerrückerzahlung aufs Wallet überweisen. Ich müsste nicht mehr so lange aufs Finanzamt warten. Moment, um das umzusetzen, käme mit dem digitalen Euro noch mehr auf uns zu? Ist das erst der Anfang von, ja was? Es wäre der Anfang der Digitalisierung weiterer Infrastrukturen. Mit dem digitalen Euro könnte ein rundum sorglos Paket für die EU-Bürger folgen. Es wäre der digitale Euro mit dem passenden digitalen EU-Wallet mit der passenden EU-Identität. Und diese Identität rückt näher. Im Dezember 2022 einigten sich die Länder auf gemeinschaftliche Regeln zum digitalen Wallet. Projekte wie die vom Potentialkonsortium werden unterstützt, damit Prototypen wie Kontoeröffnung oder SIM-Registrierung getestet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das europäische Wallet in einer App auf deinem Handy hübsch verpackt. Du trägst das Handy ja sowieso immer mit dir rum. Verpackt in deinem Wallet liegen deine ganzen Daten. Deine Geburtsurkunde, deine elektronischen Rezepte, deine Impfnachweise, dein digitaler Führerschein, dein Alter, deine Finanzdaten, dein Familienstand, deine Social-Media-Logins. Eben alles an Daten, was du brauchst, um dich in deinem Leben gegenüber Dritten auszuweisen. Diese ID zu tragen, wird für die EU-Bürger nicht verpflichtend sein. Verpflichten müssen sich nur die Mitgliedstaaten, den Bürgern diese ID-Wallets anzubieten. Auch wird es vermutlich kein universelles Wallet für alle Staaten geben. Stattdessen werden in der EU alle Behörden, Unternehmen und Bürger über eine gemeinsame, interoperable Infrastruktur agieren. Vom Ansatz her 1:1, wie es bisher die dezentralen Blockchains aus dem Cryptospace so machen, nur eben von der Regierung legitimiert. Jedes Land bietet dabei seine eigenen Wallet-Lösungen an, die sich am europäischen Standard orientieren müssen. Letzten Endes möchten die Staaten einen einheitlichen digitalen Datenverkehr in Europa schaffen, was den Zusammenhalt stärken soll. Ich habe mich gefragt, würde ich mir eine ID zulegen, damit ich meine Wohnung leichter ummelden kann, leichter ein Auto mieten kann? Würde ich vielleicht machen, denn die Daten sind nicht so intim. Ich bin allerdings noch etwas skeptisch, wenn ich mir überlege, dass meine sämtlichen Finanzdaten, Gesundheitsdaten und Social-Media-Daten in einem zentral verwalteten Wallet verpackt liegen. Wie sicher sind meine Daten und wie sehr werde ich den Datenfluss wirklich steuern können? Wird CBDC der erste Tesla von was ganz Großem? Würdest du dir eine ID holen und wenn ja, wie würdest du sie nutzen?
Die EZB wird unser heißgeliebtes Bargeld erstmal nicht abschaffen. Der digitale Euro soll das Bargeld ergänzen. In der Anfangsphase gar nicht mal so verkehrt, denn die Zentralbank weiß nicht, wie wir als Verbraucher im realen Leben auf so eine drastische Umstellung reagieren würden. Sorgen werden geäußert, wir könnten wie Herdentiere zu schnell was von dem digitalen Euro haben wollen und zu viel nachfragen. Der typische Bankrun, nur digital. Die Konsequenz wäre aber die gleiche. Banken hätten Probleme, der zu schnellen Verschiebung von Einlagengeld nachzukommen. Es käme zu Problemen bei der Auszahlung, bei der Technik sogar zur Netzwerküberlastung. Kredite könnten nicht mehr vergeben werden. Wir könnten die komplette Zinspolitik aushebeln. Die Sorge der Zentralbanken: unser Verhalten könnte deren kontrollierte Finanzpolitik ruinieren. Die Bank of England überlegt daher zum Beispiel in der Anfangsphase ein Abhebungslimit festzulegen und damit die Menge der CBDCs zu begrenzen. Vorgeschlagen wird, dass die Bank den Besitz von digitalem Pfund zumindest während der Einführung einschränkt. Ein Limit von 10.000 und 20.000 Pfund pro Individuum findet die Zentralbank ein gutes Mittelmaß zwischen Risikomanagement und Nutzung des digitalen Pfunds. Solche Limits könnten je nach Nachfrage in Zukunft aufgehoben oder angezogen werden. Auch die EZB überlegt, wie sie den digitalen Euro so einführen könnte, damit wir Bürger das Geld nicht als sicheres Bankguthaben horten, sondern zum Zahlen im Alltag verwenden. Als Lösung werden Obergrenzen für Bestände oder gestaffelte Verzinsungen diskutiert. Gestaffelt verzinst bedeutet dabei, dass wir keine oder positive Zinsen erhalten, wenn wir nur wenig auf dem Konto haben. Bargeld lagern wir auch nur bis zu einem bestimmten Teil ein. Dieses Verbraucherverhalten soll gefördert werden. Je höher die Summen auf dem Konto werden, desto eher müssten die Verbraucher draufzahlen. Das wären die Strafzinsen. Damit soll das Anlegen des Geldes vermieden werden, um die Finanzpolitik der Zentralbank zu stabilisieren. CBDCs betreffen nicht nur die Finanzpolitik einzelner Länder, sondern könnten internationale Konsequenzen haben. Die Länder könnten mit ihren eigenen CBDCs entscheiden, mit wem sie gemeinsame Zahlungskorridore für Im- und Exportgeschäfte schaffen wollen. Je nach Technologiepartner können CBDCs unterschiedlich interoperabel sein. Russland plant, seinen digitalen Rubel bereits 2024 einzuführen. Westliche Sanktionen über den SWIFT-Zahlungsverkehr haben Russland eingeschränkt. Ein eigenes Zahlungsnetzwerk mit einem eigenen CBDC würde Russland dagegen unabhängiger machen. Das gilt nicht nur für Russland, sondern für die Länder, die sich nicht von einer anderen Währung abhängig machen möchten. Um die eigene Währung zu stabilisieren, könnte das Zentralbankengeld Kapitalströme in andere Länder unterbinden. Es wäre möglich, dass sich der russische Rubel mehr dem digitalen Yuan annähert als einem möglichen digitalen Dollar. Und das würde die Leitwährung US-Dollar schwächen. So große Veränderungen werden früher oder später zu neuen Bündnissen, aber auch zu Spaltungen führen. Und noch was zum Thema Stabilität. Ein neues System wird nicht ohne Hackerangriffe und Betriebsausfälle starten. Im Januar 2022 war das Dcash-Projekt mit seinen karibischen Inseln für 2 Monate nicht in Betrieb. Technische Probleme. Was würde mit der Stabilität der Wirtschaft passieren, wenn in Deutschland der digitale Euro 2 Monate lang offline wäre? Müsste das gesamte Zahlungsnetzwerk jedes Mal neu starten, nur weil wir Upgrades durchführen? CBDCs könnten Kosten einsparen. 400 Milliarden US-Dollar geschätzt, wenn Finanzdienstleister weg von der physischen Infrastruktur in digitale Strukturen gehen. Andererseits, ist der technische Aufwand dem aktuellen Gewinn angemessen? Ist es vielleicht auch die Angst, als System zu versagen, dessen alte Strukturen Kryptowährungen in Frage stellen? Stell dir vor, irgendwo in Südamerika in einem Dorf möchte ein Landwirt offline über sein Handy mit dem digitalen Geld zahlen. Dort gibt es kein WLAN, nicht mal Strom. Wenn Zentralbankengeld gesetzliches Zahlungsmittel wäre, so müsste die Regierung sicherstellen, dass ein solcher Landwirt zu jeder Stunde, wenn nicht online, dann zumindest offline Zahlungen durchführen kann. Digitale Zahlungen brauchen nicht zwingend WLAN, aber eine vernünftige Offline-Zahlungsstruktur. Und wer zahlt diese Kosten für diese Infrastruktur?
CBDC-Liebhaber meinen, das neue Geld könnte die finanzielle Inklusion in strukturschwachen Ländern vorantreiben. 1,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Geld. Sie sind unbanked. Doch rund 4 Milliarden Menschen haben ein Smartphone, mit dem sie Zugang zu CBDCs hätten. Selbst die ärmsten Menschen könnten CBDCs nutzen. Andererseits, würden genau diese Menschen diese Veränderung annehmen wollen? Wer ist denn unbanked? Das sind Menschen, die weniger als $2 pro Tag verdienen. Menschen in Entwicklungsländern in ländlichen Regionen. Menschen, die vielleicht nicht mehr richtig lesen können. Selbst wenn viele dieser Menschen günstige Smartphones besitzen, es wird schwer sein, glaube ich, CBDCs für diese Menschen zugänglich zu machen. Wären sie bereit, einen Teil ihrer Anonymität aufzugeben? Da die Welt bisher noch nicht untergegangen ist, kann uns kein Mensch sagen, wie der Weltuntergang ablaufen wird. So ist es auch bei digitalem Zentralbankengeld. Retail CBDC wäre neu. Keiner weiß, welches Zahlungsmodell dafür am besten ist, welche Rolle die Zentralbank oder die Geschäftsbank zum Bürger hat. Ich glaube an dieser Stelle, dass private, externe Finanzdienstleister immer wichtiger werden. Wallet-Anbieter, Infrastrukturanbieter, Fintechs für Mobile Banking. Zeitgleich werden die Geschäftsbanken alles tun und ihre Apps in Schuss bringen, um CBDC-Funktionen mitsamt KYC-Prozess einzubauen. So bliebe der Finanzkreislauf unverändert und wir hätten weiterhin unsere Konten bei der Geschäftsbank. Auch wenn ich ein absoluter Freund von Fortschritt und Prozessoptimierung bin. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Privatleben in ein Sammelwallet packen möchte oder 100% mit dem digitalen Euro zahlen würde. Viele meiner Daten habe ich schon längst an einen zentralen Anbieter abgedrückt und ich mag es nicht gern, wenn man mir einen Riegel vorschiebt. Ich traue einer dezentralen Technologie, aber traue ich auch den Menschen, dass sie diese Technologie für mich bestmöglichst nutzen? Schwieriges Thema. Ganz anders dagegen wäre Wholesale CBDC. Das wäre nicht neu, nur anders. Gerade konventionelle Länder aus dem Westen könnten erstmal nur alles für den Wholesale modernisieren. Das würde uns Privatpersonen weniger betreffen. In der EU geht es schließlich nicht um finanzielle Inklusion, sondern um Anpassung an moderne Abwicklungssysteme. Nur Wholesale würde allerdings bedeuten, dass Kryptowährungen weiterhin Fokus als alternatives Zahlungsmittel werden. Denn der digitale Euro oder nichts anderes würde ja konkurrieren. Möglich halte ich es daher, dass die Regierungen stattdessen die Regulation beschleunigen werden. Welche Coins würden dadurch am Ende gewinnen und welche verlieren? Kommt es zum Kampf gegen Krypto oder zur Inklusion von Krypto? Egal, was am Ende passiert, CBDCs könnte das Investment vieler Anleger in Krypto massiv beeinflussen, positiv wie negativ. Bis dahin also, bleib wachsam, bleib stark und wie ich von Krypto fasziniert.